Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Willkommen zu Enjoy Magic Review. Ja, heute haben wir von Magic Shop neuestes Zeug hier. Ich hätte fast Shit gesagt, gerade noch die Kurve gekriegt. Silhouette von Tobias Dostal, gerade ein riesen Hype. Andy, was kam ist der im Eilantrag rüber, ja. Total cool, ganz kurze Story zum Effekt. Wir haben das auf der Session dieses Jahr das erste Mal gesehen. Wir haben im Januar schon Tobias Dostal draußen getroffen und er hat damit rumgespielt. Es geht darum, ihr könnt mit Schatten zaubern. Was meine ich damit? Man hat einen Schatten an der Wand, verursacht durch eine Handyleuchte, was ja jedes Smartphone hat, so eine LED-Leuchte. Und dann haltet ihr eure Hand davor und dann sieht man den Schatten der Hand an der Wand und dann nimmt man die Hand weg und der Schatten ist noch da. Oder die Hand bewegt sich selber. Oder die Hand bewegt sich oder die Hand hat eine Rose und ihr greift rein und ihr habt die Rose auf einmal in der Hand. Das sieht mega aus. Das sieht mega aus. Dann natürlich eine Sonnenbrille. Ja, die erscheint. Die erscheint aus dem Schatten. Also ihr nehmt quasi Sachen aus dem Schatten raus, lasst eine Karte verschwinden und die Schattenhand hat sie. Also ihr spielt mit eurem eigenen Schatten im Lucky Luke-Style. Die beste Routine, was ich dahinter gesehen habe, war, oder was mir am meisten gefallen hat, wo ich gedacht, oh mein Gott, was das wieder für Arbeit sein muss, ist ja dann, das ist mit der Karte. Also ihr habt eine Karte in der Hand und auf einmal kommt eine Hand quasi aus dem Nichts, eine Schattenhand und klaut euch die Karte, also ihr habt die Karte auf einmal nicht mehr und der Schatten hat sie und nehmt sie wieder zurück und ihr lasst euch schlagen und so weiter. Das ist mega kreativ. Das Einzige, was ich in der Richtung mal gesehen habe, und Tobias Dostal redet auch darüber, ist von Penn & Teller. Penn & Teller, genau. Teller hat eine Rosenroutine, also eine Schattenroutine, wo er schneidet was am Schatten, das passiert in Wirklichkeit. Das ist das Einzige, was ich im Ansatzweise damit vergleichen könnte, weil ich sowas in der Richtung noch nicht gesehen habe. Also nee, das kennt man auch aus Bühne, jetzt Penn & Teller, große Bühne. Ja. Und das hier ist quasi Street-Style, so eine Routine. Mit Schattenzauberei habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine, das heißt bei mir nicht so viel wie beim Joe, aber sau cool. Also es ist richtig kreativ und vor allem diese Aufnahmen auch, wo er mit diesem Schatten an, was du gerade gesagt hast, nachts greift, das ist halt mal wirklich was Neues. Das ist halt, ja. Das hat was Peter Pan-mäßiges, ja. Also der Schatten, der sich ohne einen bewegt und ich glaube tatsächlich, dass das, wo am meisten den Zuschauer erwischt ist, wenn der Zuschauer seinen Finger so halten soll und man sieht den Schatten und Tobias greift den Schatten und hält ihn fest und er sagt, okay, ich habe deinen Schatten, geh weg. Und auf einmal geht er weg und der Schatten bleibt aber da. Das war so im ersten, ich so, boah, das muss ziemlich creepy sein. Ihr kriegt insgesamt 12 Gimmicks für 12 Schatten. Also ein bisschen was müsst ihr umarbeiten, jetzt beispielsweise bei dem für die Karte. Wenn ihr zum Beispiel das mit der Sonnenbrille machen wollt, wo die Hand das hält, müsst ihr ein bisschen was umbauen. Kein Stress, ist so ungefähr in einer Stunde im Video erklärt. Das einzige Manko, was ich dazu sagen müsste, was mir aufgefallen ist, dass gerade diese Routine mit diesem Finger habe ich nicht hingekriegt. Ich kriege die Orientierung nicht hin. Ich weiß auch nicht wie. Weil es ist so einer, der müsste von links kommen und nicht so quasi dein Schatten sein, sondern der vom anderen. Und das kriege ich von der Orientierung nicht hin. Das habe ich noch nicht gefunden. Okay, aber das ist ja drauf erklärt, oder? Ich habe es eben nicht gefunden. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich es aber auch verpasst, aber das ist das einzige Manko, was ich daran sehen würde. Aber das ist echt einer der coolsten Effekte. Ja, und es ist halt echt sau viel Material auch dabei. Also wir haben es ganz spontan gekriegt und ich habe dann vorgestern Abend noch schnell reingeschaut und so, was alles mit dabei ist. Und man sieht es ja immer bei Murphy's Magic ganz gut, sehr viele verschiedene Routinen auch. Das ist schon geil. Was man dazu noch erwähnen sollte, am besten funktioniert es, wenn ihr eine Handyhülle habt. Also eine Handyhülle und aufgrund dessen Problem, was ich da gesehen habe, deswegen kriegt ihr es von mir, eine Handyhülle, die in der Mitte keinen Magneten hat. Ja? Also ich erkläre es euch mal, das hier ist meine Handyhülle und wenn ich die schließen möchte, habe ich hier einen Magneten. Der stört. Und der stört. Ich bin mir sicher, dass man ihn routinenmäßig umarbeiten könnte, aber ihr braucht auch nicht zwingend eine Handyhülle, ihr könnt auch das Handy vom Zuschauer benutzen, das wird alles erklärt, aber für den optimalsten Effekt, also auch am einfachsten, ist eine Handyhülle ohne Magnet in der Mitte. Die Gimmicks sind sehr robust und werden wahrscheinlich euch auch ein Leben lang halten, bin ich mir ziemlich sicher, solange ihr euch nicht draufsetzt, was er auch erklärt. Handy kann auch geliehen sein, das muss man auch dazu sagen. Ja. Hast du schon gesagt? Ja, ich verpasst, tut mir leid. Genau. Ja, ansonsten sollen wir bewerten. Was sagst du dazu? Dann sag du schon mal was. Also ich werde es auf jeden Fall verwenden. Das heißt, und für mich ist es, ja, ich habe es jetzt noch nicht ausführlich testen können, aber ich werde es noch ausführlich testen und ich werde es auf jeden Fall performen. Ich habe schon wieder Bock, ein Street Magic Video damit zu machen. So nachts unterwegs zu sein, das hätte super geiles Flair. Deswegen für mich ist es ein absolutes 10 von 10 Produkt, weil einfach
es noch nichts gibt, auf dem, und es ist das einzige seiner Art, man kann es mit noch nichts vergleichen, weil Penn Teller haben ihren Act ja nie released. 10 von 10 von mir, auf jeden Fall. Ich gebe ihm 8,5 Punkte, gerade so an der Grenze zu 9. Also das ist jetzt was, ich würde es mal mitnehmen, aber es erfordert auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Übung und Strukturierung, und ich hätte jetzt da auch noch keine gute Routine dazu. Da müsste ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ich bin aber gerade so an der Grenze, dass ich es auch gern verwenden würde. Und das Gute ist, wir können es tatsächlich beide benutzen, solange wir uns einig sind, welche Sachen wer machen möchte. Das stimmt, ja, man kann sie gleich, ja, richtig. Genau, das sind ja 2. Wir wollen jetzt nicht so viel verraten, aber es wäre auf jeden Fall für 2 Leute was dabei. Wem würden wir es empfehlen? Wem würden wir es empfehlen? Auf jeden Fall nicht Anfängern, oder? Oder kannst es kommt drauf an. Du hast jetzt mehr damit rumgespielt. Ich habe es jetzt nur. Die Frage ist, wo ihr es verwenden wollt. Also, wenn ihr das machen wollt, ich glaube, auch ein Anfänger könnte damit machen. Also, wenn es nur so dieses kurze Moment ist, würde ich auch einem Anfänger empfehlen, auf jeden Fall nichts. Es ist nicht einfach, sagen wir es mal so. Ein bisschen Übung steckt dahinter, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlicher Eyecatcher. Der Knackpunkt ist, wo performt ihr es? Ja. Auf Auftritten, schwierig, für mich bleibt es in der Kategorie Street Match. Ja doch, aber stell dir mal vor, du dunkelst die Bühne ab. Und auf einer Stage. Du hast nur ein Ding, ja. Auf einer Bühne definitiv, im Close-Up-Bereich eher schwierig. Wenn Close-Up, dann Street Magic Close-Up. Und ja, je nachdem. Wobei, wenn du kurz mal Luft schnappst und draußen dann beim Rauchen bist oder bei den Rauchern. Bei den Rauchern stehst und dann halt eben da mal was draus machst, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber das ist wie gesagt, ihr seht schon die Ansätze, man kann es. Wenn es euch gefällt, holt es euch. Ihr braucht dunkel und eine Wand, aber man kann es auf jeden Fall empfehlen. Funktioniert. Ich habe es gerade an der Wand gesehen. Aber wir können es leider noch nicht so gut, um es euch vorzuführen. Dafür ist es zu frisch. Ja, das war's von Silhouette von Tobias Dostal. Und wieder zur Mitte der Review. Ja, haben wir noch eine kleine News-Update generell für euch. Und zwar erstmal vielen Dank an unsere ganzen Magic Platin Members. Und natürlich auch die anderen. Und auch die anderen auf jeden Fall. Und wir wollten euch das mal erklären, weil wir ein paar Fragen dazu bekommen haben. Es ist so, wenn ihr Platin Magic Member seid und uns mit 8 Euro im Monat unterstützt, dann bekommt ihr jeden Monat von uns, ab dem Zeitpunkt, wo ihr uns unterstützt, eine unserer Lectures bzw. unserer Kooperationsdownload-Produkte umsonst zugeschickt. Und in den Zeitraum, wo ihr Magic Member seid, bekommt ihr auch alle neuen Releases, die dann rauskommen. Das heißt, wenn ein neuer Release kommt und ihr seid schon Mitglied, dann habt ihr den gleich, ansonsten müsst ihr halt warten, bis er euch im monatlichen Zyklus quasi zugeschickt wird, sozusagen. Und natürlich 3-mal im Lostopf für die monatliche Produktverlosung. Und in der WhatsApp-Gruppe seid ihr dabei und bei den Livestream-Webinaren dürft ihr auch teilnehmen und. Genau. Mehr Infos auf der Website. Wir wollen es nur mal kurz hier klarstellen, weil wir viele Fragen zu haben. Genau, in diesem Sinne machen wir weiter mit dem nächsten Produkt, oder? Als nächstes Produkt haben wir ein Blackpool-Release. Tja, leider etwas spät dran, aber besser später als nie. Das CTC-Project, das Coin-to-Can-Project von Peter Egging. Meinst du, wir kriegen bis Ende des Jahres noch alle Blackpool-Produkte durch? Ich würde nicht drauf wetten, aber die Buchmacher, wir wetten einfach drauf, dass wir es schaffen. Und dann es hat uns fasziniert, so viel kann man sagen. Wir sind rumgelaufen und es ist so, ich beschreibe kurz den Effekt. Er kriegt eine Cola-Dose in die Hand, also ich bin der Zuschauer jetzt, ihr leert die Cola-Dose aus und der Zauberer nimmt eine Münze, lässt die verschwinden oder eine unsichtbare Münze, je nachdem, schmeißt die Richtung Cola-Dose, es macht Klonk in der Dose und ihr könnt die Dose ausleeren und es ist tatsächlich diese Münze drin. Genau. Also ihr leert sie nicht, ihr macht keine Dose auf und schüttet es raus, sondern ihr kriegt eine leere Dose und könnt kontrollieren, dass nichts drin ist. Genau. Nur zur Ihr könnt noch einen Rest, kann man nicht einen Rest noch raus? Nein, kann man nicht. Genau, das ist auf jeden Fall die Routine. Sehr cooles Ding. Es erinnert mich unheimlich, ich muss das vorwegnehmen, an Klonk in klein. Wir haben mal Klonk Revier, diese riesigen Sektkühler, wo man unsichtbare Münzen oder halt echte Münzen verschwinden lassen und rein mit Klonk, Klonk, Klonk. Und das ist quasi so der Mini-Klonk für die Straße, weil es nur eine kleine Dose ist. Ja. Genau. Ihr kriegt alles, was dabei ist. Es ist ein Haufen Elektronik dabei, funktioniert auch, also wo wir es gesehen haben, eigentlich ziemlich gut, wo wir es gesehen haben. Wir gehen gleich näher darauf ein. Ihr müsst eine Dose präparieren. Präparation 5 Minuten, 6 Minuten. Mit Sachen, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt. Geht recht easy. Ja, also wie gesagt, wir haben es dann hier auch mal vorbereitet. Wir zeigen es aber mal nicht. Ihr kriegt noch eine spezielle Münze. Ihr braucht eine magnetische Münze, also in Deutschland würden 5-Cent-Stücke gehen, 5 Cent, 2 Cent und 1 Cent. Ansonsten müsstet ihr euch eine entsprechende Münze mit Stahlkern holen. Genau. Es ist halt einfach diese typische Münze in Dose, Plot, aber halt eben, wie sie es hier sagen, weiterentwickelt. Also das ist einfach ein mega Moment, wo ihr, das kennen wir auch von Klonk,
diesen Moment spürt, wo diese Münze ankommt. Ja, weil früher, wenn ich jetzt so überlege, von Wayne Houchin, der war der erste, wo ich das gesehen habe. Sinnvoll war es, genau. Ja. Wo die Münze drin ist. Die Münze ist verschwunden und ihr hattet, ihr hattet da auch zwar diesen Moment, aber das ist so quasi in der Hand vom Zuschauer. Ja, weil es ist halt kein Sound-Device, wie kann man sagen, und man spürt es halt wirklich. Also man hält es halt, und die kommt wirklich an der Moment, ist halt wirklich Wahnsinn. Und ja, in the hand of the spectator, wie ein Sense-Minds-Trailer es beschreiben würde. Ja, genau. Auf jeden Fall, es funktioniert auch tadellos. Wir hatten zwar ein bisschen Probleme mit unserem Gimmick, aber wir werden die Creator noch anschreiben und dann auch, sollte dazu noch was kommen in Support, dann gibt es immer einen Kommentar unter dem Video oder in unserem Blogpost. Also das Problem bei uns war, das kann man wirklich mal sagen, ist, ich glaube, wir haben eine zu kleine Dose genommen zum einen, von der Öffnung her, und zum anderen, die Münze ist nicht... Das mit der Dose habe ich noch hinbekommen, das ist schön. Genau, ja, okay. Das heißt, also, dann haben wir das schon mal. Ja. Und, also ihr könnt, wie gesagt, jede Dose in dem Cola geht, Fanta geht, Bier Monster Energy, genau. Bull geht nicht, die ist zu klein. Ja, wobei Monster Energy haben wir ausprobiert, das war ein bisschen ein Problem wegen der Dicke der Dose. Aber wie gesagt, das kriegt ihr. Und genau, bei uns war das Problem, dass die Münze nicht fallen wollte, ohne zu viel zu sagen. Ich meine, ihr habt 100% Kontrolle, weil ihr die Fernbedienung habt. Aber genau. Und ihr habt auch quasi, ihr müsst auch nicht extra in die Hosentasche gehen. Es gibt noch was fürs Handgelenk. Ja. Denken wir auch. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es funktioniert tadellos. Und so würde ich sagen, so bewerten wir es auch, weil wir haben es tadellos funktioniert auf Blackpool gesehen. Da hat es 10 von 10 funktioniert. Was auch schön ist, das würde ich noch sagen, ist, ihr könnt die Dose auch quasi leer zeigen und zum Zuschauer sagen, ihr sollt es beispielsweise an die Kante stellen. Und durch dieses Auslösen, dadurch, dass die Münze reinfällt, kann es durch die runterfallen. Ja, genau, also quasi geil. Als... Ja, das hat das auch da drauf? Ja, ja. Dann habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Aber das wäre eben auch so ziemlich so ein Mentaleffekt. Ja, ihr habt eine Münze und werft sie. Also das ist cool, ja. Die Frage ist, wo, oder wollen wir das später erst klären, wo performt man das? Können wir schon machen, aber Street Magic. Es ist ein reiner Street Magic Trick, weil wir hatten es ein bisschen diskutiert auf einem Auftritt. Ich weiß nicht, schreibt uns das gerne in die Kommentare, wie ihr das rechtfertigen würdet. Uns ist nichts eingefallen. Ihr müsst mit einer offenen Dose hinkommen. Wobei ihr müsst mit einer offenen Dose hinkommen. Oder eine geschlossene, die halt leer ist. Warum auch immer. Also die müsste offen sein. Ja, ihr müsst mit einer leeren Dose an den Tisch gehen. Ja. Und, also ich meine, entweder lasst ihr erscheinen mit einem Tuch oder so, aber es ist alles irgendwie so Behelfs-Magic dann. Ja. Und deswegen ist es für uns ein klassischer Street Magic Trick. Wir hatten auch mal ein Street Magic Video wo wir mit Dosen, also Getränkedosen gezaubert haben, gemacht. Das ist so für sowas optimal. Aber für einen Auftritt weiß ich jetzt nicht, ob das da so zum Style passt einfach. Nee. Schreibt uns aber mal vielleicht. Ja, das Einzige, was uns eingefallen wäre, du hast eine Routine, wo du mit deinem Jobcup halt eben eine Cola-Dose erscheinen lässt, die öffnest ist und dann müsstest du sie austauschen. Genau. Und das wäre eine Begründung dafür. Aber nachdem eine Cola-Dose unter dem Jobcup aufgetaucht ist, wüsste ich nicht, ob da noch so eine Münze in Dose... Die Routine ist so fett schon. Mit Jobcup-Routine, dann mit dem 8-Ball, dann mit der Cola. Und jetzt ist hier alles da und... Oh, pass auf, ich habe hier noch eine Münze. Und dann gleich nochmal das Weinglas auch switchen und verbiegen und du brauchst... Ja, keine Ahnung. Okay, Joe. Reset geht noch verhältnismäßig schnell, das kann man noch dazu sagen. Also wirklich, wir gehen nach hinten, macht halt kurz was, fertig. Bewertung. Ist schwierig, ne? Ja, ich sag aber... Ich gebe ihm mal 6,5 Punkte. Ich bin heute ein bisschen kritischer. Wobei ich gebe 7 Punkte. 7 Punkte. Die Idee ist gut und auch interessant, aber für mich nicht machbar, weil ich jetzt nicht wüsste, was jetzt... Ja, für rein ein Street Magic Projekt gut, aber allein deswegen nicht. Oder auch für Instagram vielleicht mit den entsprechenden Zuschauern. Ich gebe ihm 8, weil es ein geiles Teil ist und es erinnert mich an den Klonk in Miniform. Und den feiere ich, den nehme ich immer so gerne her. Aber für das hatte ich auch keine Verwendung, deswegen die 8. Ja, das war's vom... Für wen ist es? Für wen ist es? Ja, für Street Magic Leute. Größere Instagrammer könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn ihr das Publikum entsprechend stoocht, dass ihr sagt, raste mal voll aus. Das ist... Ja, Instagram Magic. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Anfänger, also das kann jeder machen. Ja, aber es ist vom Preis her. Also ganz ehrlich, dann holt euch lieber eine gescheite Routine. Sinnvoll von Wayne Houchin würde ich da weitaus mehr einem Anfänger empfehlen. Echt? Weil das ist viel schwerer zu lernen. Ja, aber du hast wenigstens eine Routine, die du immer machen kannst. Skill-Level ist auf jeden Fall gering. Ja, bei dem hier. Weil Münze, wenn ihr jetzt unsichtbare Münze macht, müsst ihr nichts können. Ja, genau. Okay. Gut, das war's von CTC Project.
Und das war's dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic River für diese Woche. Heute mit Silhouette und CTC Project. Wir versuchen jetzt tatsächlich mal auf dem aktuelleren Stand zu sein, genau. Soweit es uns natürlich haben da auch einen super Support von Magic Shop, das haben sie uns im Eilverfahren noch hinterhergeschickt. Apropos Magic Shop, vielen Dank für die Produkte und wenn ihr euch was holen wollt, holt euch über unseren Sponsor, der uns hier mit den geilen Sachen unterstützt und euch die Einblicke hier auch ermöglicht. Genau. Heute ja wirklich Sachen, die man empfehlen kann. Okay, in diesem Sinne, bleibt magisch.